Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen für Windows 7 einige Suchfilter vorstellen, die Sie eventuell noch nicht kennen. Wir haben den Explorer geöffnet und wie Sie sicher wissen, können Sie jetzt hier, vorausgesetzt wir haben hier auf der linken Seite unseren lokalen Datenträger bzw. einen lokalen Datenträger angewählt, dann können wir hierüber unsere Festplatte durchsuchen, steht auch mehr oder weniger hier schon in grauer Schrift drin. So, manchmal suchen wir allerdings nach etwas, von dem wir noch nicht wissen, wie es genau heißt, deswegen vorausgesetzt die entsprechende Datei erfüllt die entsprechenden Informationen, dann kann man eben unter anderem nach Größe suchen. Mit einem Doppelpunkt dahinter bekommen wir hier direkt die Möglichkeit, etwas auszuwählen. Dann sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Das Ganze kann man natürlich jetzt auch, nachdem wir hier den entsprechenden Wert angegeben haben, ich nehme jetzt mal hier riesig, Größe 128 Megabyte. So, hier hinter können wir immer noch mit einem Dateinamen arbeiten. Für den Fall der Fälle, dass als unsere Dateien alle relativ gleich heißen und sich deswegen anhand der Größe zusätzlich unterscheiden lassen. So, abgesehen von Größe ist natürlich noch Länge verfügbar. Das ist das gleiche für Multimedia-Dateien. Können wir hier dann auch entsprechend auswählen. Und zu guter Letzt haben wir noch Datum, Doppelpunkt, können wir das hier direkt auswählen und natürlich nochmal Änderungsdatum, was meistens wichtiger ist. Okay,